Jo, was ich für Angebote für euch gefunden habe, das glaubt ihr nicht, aber... Moment! Ausverkauft! Okay, aber wartet mal. Das andere, was ich gefunden habe, das ist... Was? Auch ausverkauft? Okay, aber... Das habe ich jetzt bestimmt. Da ist das neueste Set gerade erst rausgekommen. Moment, das kann man vorbestellen und... Ausverkauft. Jawohl, Leute. Alles ist ausverkauft der neuesten Sets. Stürmische Funken findet man nirgends mehr. Oder vielleicht doch. Und das gleiche passiert auch mit prismatischen Entwicklungen. Auch da wollen wir kurz drüber sprechen. Und ich habe natürlich die besten Deals im Netz für dich. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Best Poker Deals. So, wir starten gleich rein. Wir starten zuerst bei Cards Central. Cards Central, das ist ein Powerseller auf Card Market. Und da habe ich für euch Palders Schicksale Mini-Tin Display gefunden für 90 Euro. Was ist los mit der Karte, mit dem Mew in der Bubble? Eine wunderschöne Karte, super Illustration Rare. Und Leute, da hat erst vor kurzem ein Bekannter von mir 2 Stück davon gezogen aus 4 Mini-Tins. Also, ich bin durchgedreht, als ich das gehört habe, aber hey, so viel Glück muss man mal haben. Palders Schicksale Mini-Tin Display auf Deutsch für 90 Euro zu kaufen bei Cards Central ist der billigste Preis, den ich gefunden habe. Auch bei Card Market findest du das nicht günstiger. So, wir gehen weiter. Dann dazu gibt es natürlich auch noch das englische Pendant von Paldean Fates. Ihr wisst, das Set wird immer rarer und es wird noch sehr schwer sein, überhaupt da welches zu finden. Ich habe euch das Angebot auf Sapphire Cards schon vor 2 Editionen mal kurz gezeigt. Da war das noch zu kaufen für 69 bzw. für 67,50 Euro, wenn man das große Pack genommen hat. Hier findest du jetzt im Super Sale noch Paldean Fates Mini-Tin Display für 79,99 Euro. Der absolut günstigste Preis. Auch günstiger geht's auf Card Market nicht mehr. Natürlich findest du hier noch für 300 Euro. Das heißt, dann bist du bei 75 Euro pro Mini-Tin Display. Das ist Spitzenklasse, wenn es um den Preis für die Mini-Tins geht. Also Leute, ihr habt es gehört, man kann da auch wirklich Glück haben und da richtig krasse Karten draus ziehen. Was mit dem Mew los ist, das wollen wir uns mal an einer anderen Stelle angucken. Es geht weiter zu Playmaniac. Die haben immer noch Crown Zenith im Sale. Blister, 3 Booster Blister auf Englisch für 15,99 €. Die sind da noch vorhanden. Nicht alle, die muss man auch welche auswählen. Aber die gibt es sogar noch günstiger, Leute. Aber wer sie noch haben möchte, bei 5 für 15,99 € machst du da definitiv nichts falsch. Du hast kostenlosen Versand ab 200 Euro. Auch da schaut bitte rein. Playmaniac hat auch immer wieder jetzt neueste Sachen mit drin. Du kannst auch dort prismatische Entwicklungen vorbestellen. Schaut euch einfach die Preise an. Ich habe für euch noch ein paar gute Sachen, wenn es um dieses Set geht. Da will ich aber nachher auch noch kurz was dazu sagen. Wir kommen zu Toy Treasure. Und Toy Treasure ist immer ein Ausflug wert, denn da findest du so viel, wirklich so viel von Pokémon 151 für 93 Euro. Aber auch noch Shiny Treasure, was wir gerade in Deutsch und in Englisch hatten, findest du hier auf Japanisch noch das Set für 39,90 Euro. Kannst du dir das noch bestellen. Sie haben wieder 151 im Angebot für 42,90 Euro. Wir wissen nicht, wie es da weitergeht. Wir haben gesagt, da kommt ein Restock, Reprint. Die Bezeichnung ist immer so ein bisschen irreführend. Wir wissen, wir kriegen auf jeden Fall im Englischen nochmal neue Produkte. Da soll nochmal was im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass man da auch nochmal gut an die Booster rankommt. Wenn du aber spezielle Editionen willst, da würde ich sagen, ist der Zug fast abgefahren. Schaut auf den Foren mal, da gibt es Leute, die verkaufen die nochmal relativ günstig. 39,90 Euro, hier nochmal das englische Scarlet und Violet, 151 Zapdos EX. Du findest hier aber auch Obsidianflammen, nochmal die Top Trainer Box für 48,90 Euro. Auch da geht die Promo natürlich momentan nach oben. Schaut, dass ihr vielleicht da nochmal drankommt. Was aber hier richtig gut ist, du kriegst noch Paldean Fates, die Elite Trainer Box auf Englisch für 38,90 Euro. Auch ein sehr, sehr guter Preis, wenn es um die Pack-Auswahl geht. Und das habe ich vorhin gesagt, Crown Zenith gibt es noch günstiger. Jawohl, und zwar hier bei Toy Treasure. Da bekommst du alle 3
noch momentan verfügbar für 13,90 € ist der absolut billigste Preis, den ich gefunden habe. Das kannst du sehr gerne mitnehmen. Auch diese Set wird natürlich bald nicht mehr zu haben sein. Und die Karten, die es dort gibt, habe ich dir immer wieder vorgestellt. Finde ich persönlich, gehören mit zu den schönsten Karten aus der letzten Zeit. Du kriegst aber auch noch Paldeas Schicksale für 46,90 € ist auch wieder ein sehr guter Preis. Crown Zenith, die Shiny Summer Center Premium Edition nochmal für 59. Da gibt es die, glaube ich, auch nochmal irgendwo günstiger. Da kannst du auch bei den Kollegen, die auch solche Videos machen, kurz reinschauen. Die haben auch nochmal welche gefunden. Scarlet und Violet Paldean Fates Elite Trainer Box für 38,90 €. Du hast in dem ganzen 9 Scarlet und Violet Booster Packs, eine Shiny Illustration Rare Promokarte mit Mimikyu und ansonsten natürlich alles, was in der Top Trainer Box mit dabei ist. Wer da nochmal sein Glück versuchen möchte, ich wünsche euch dafür alles Gute. Wir kommen zu Cards Are Fun und Cards Are Fun hat, und das ist tatsächlich eine Sache, die ich hier ganz am Anfang nochmal gesagt habe, das neue Set. Wir haben jetzt 2 neue Sets, auf die momentan alle Leute abfahren. Wir haben Searching Sparks bzw. stürmische Funken, die morgen bzw. heute, wenn du das Video siehst, in die Läden kommen. Schau da auch bei deinen Local Stores. Ich habe gelesen, dass bei Marktkauf, wer einen Marktkauf in der Nähe hat, versucht's mal, ruft mal an, ob die momentan schon stürmische Funken in ihrem Sortiment mit dabei haben. Denn dort gibt es das Ganze, die Top Trainer Box auf Deutsch für 39,99 €, Leute. 39,99 € im normalen Handel. Wahnsinn. Finden wir hier nirgends mehr. Momentan gibt es sie in der Vorbestellung für 39,99 €, aber auf Englisch. Was aber ich richtig krass finde, ist hier, dass du Searching Sparks, die Sleeve Booster im Pre-Order für 3,59 € ordern kannst. Das ist, wie ich finde, ein absolut super Preis, den man sich vielleicht nicht entgehen lassen möchte. Alles andere ist mittlerweile bei Cards Are Fun weg. Deswegen gehen wir auch gleich weiter. Wir kommen nochmal zu den Top-Trainer-Boxen, denn da haben sie wieder ein paar nachbekommen. Immer noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Brilliant Stars, wer die noch nicht hat, mittlerweile bei 56,99 €. Aber sehr guter Preis für die Twilight Masquerade Elite Trainer Box mit 38,99 €. Silver Tempest ist noch da. Shrouded Fable braucht man nicht drüber sprechen. Da findet sich der Weg nur noch in eine Richtung, nämlich nach unten, Leute. Fusion Strike Elite Trainer Box ist hier noch in begrenzter Stückzahl zur Verfügung. Aber sie haben wieder Lost Origin. Lost Origin, die Elite Trainer Box. Wer noch das Giratina? Mein Giratina. Ich brauche das Giratina. Ich drehe durch. Ich habe mir hier bei Yonko TCG habe ich mir hier gehofft, dass ich das Giratina auf Simplified Chinese ziehe. Ich habe es noch nicht durch. Da kommen immer wieder ein paar kleine Openings mit rein. Wenn ihr Bock habt auf so ein Opening, schreibt es doch in die Kommentare. Dann mache ich mit euch das Opening voll. Lost Origins Elite Trainer Box Giratina steigt auch immer mehr im Preis. Ist vom letzten Monat auf knapp 280, ist mittlerweile auf dem billigsten von 350 € gestiegen. Auch da kommt wahrscheinlich nichts mehr nach. Wer sich das noch zurücklegen möchte, absolut eine Investition wert. Wir haben wieder Maskerade in Zwielicht, auch da das Quajutsu. Wir wissen es, Leute sind verrückt danach. Gerade das Englische ist unglaublich im Preis gestiegen. Vielleicht wollt ihr da nochmal etwas besorgen. Jawohl, Leute. Alles andere. Und jetzt möchte ich ganz kurz ein paar Worte verlieren. Wir kommen bald zu Prismatic Evolutions. Was ist los mit Prismatic Evolutions? Leute, was ist mit euch los? Was ist mit uns los? Was macht dieses Set mit der Community? Für mich ganz persönlich, ich muss sagen, ich finde sowohl die Gestaltung der Boxen, auch der Inhalt, alles was da ist, so drumherum kommt, sieht super aus. Jeder weiß, Evoli und die Entwicklungen, die Evolutions sind Fan-Favorites. Jeder hat da seinen eigenen Favoriten. Und natürlich wollen jetzt alle das Moonbryon, das neue Moonbryon haben. Da, Leute, würde ich sagen, ich springe auf den ganzen Zug erstmal nicht auf.
obwohl ich das Set genauso gut finde wie ihr. Ihr wisst es, es wird definitiv ein sehr, sehr weitreichend geprintetes Set sein. Das heißt, es wird wirklich sehr, sehr viel davon auf den Markt kommen. Das ist meine Überzeugung. Warum sollte das die Pokémon Company nicht machen, dass sie euch wirklich mit dem Set, das ihr wollt, gut versorgt? Das ist jetzt alles, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, sind die einzelnen Shops stellen momentan so viel rein, dass sie auf der sicheren Seite sind. Wenige, beziehungsweise von denen ich weiß, wissen noch gar nicht, wie viel sie an Produkten bekommen und stellen momentan nur so viel rein, wo sie sicher sein können, dass sie das auch verkaufen können. Das heißt, wenn da jetzt Sold Out steht, Leute, lasst euch nicht verrückt machen, da kommt definitiv noch was nach. Selbstverständlich gibt es Produkte, auf die man echt gucken soll, aber gerade bei diesem Set bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da sehr viel Produkte davon bekommen werden, auch in den normalen Läden. Ihr müsst euch ja vorstellen, das ganze Ding wird ja auch im Großhandel vertrieben. Überall werden diese Karten verfügbar sein. Und gerade, wir müssen jetzt überlegen, Leute denken, jetzt kommt Evolving Skies 2.0. Evolving Skies ist ein absolutes Banger-Set, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Bei Prismatic Evolutions bin ich mir sicher, dass auch da auf lange Sicht gesehen, und das ist immer auf lange Sicht gesehen, bringt diese Investition sicherlich einen Gewinn. Und hier sind die Gründe, warum. Erstens, das Set ist definitiv ein Fan-Favorite-Set. Zweitens, in der Top-Trainer-Box, in der Elite-Trainer-Box ist eine wunderschöne Promokarte drin mit dem Eevee. Schaut es euch an. So eine schöne Promokarte muss man sich selbstverständlich in einer PSA 10 irgendwo zurücklegen. Die wird definitiv nach oben gehen. Wunderschöne Karte. Das nächste, was dabei kommt, du hast so viele. Du hast 32 SRRs, 32 Karten, die viele Leute haben möchten. Davon natürlich die komplette Evolutions-Reihe. Wer die braucht natürlich dann alle. Und das wird etwas sein, dass du, je nachdem wie die Pull-Rates werden, nicht selbst ziehen kannst, ohne da einfach Unmengen an Geld reinzustecken. Deswegen werden die Karten definitiv auch auf den Zweitmarkt nach oben gehen. Durch die Entwicklung bei Whatnot, durch all diese Streaming-Dienste werden genau solche Sets überall geöffnet. Das heißt, der Bedarf an Produkten, an Sealed-Produkten wird immens sein. Wenn du jetzt sagst, du legst dir ein bisschen was zurück, mach das. Das ist deine Entscheidung. Ich werde mir auch davon einige Sachen zurücklegen, weil ich einfach glaube, dass auf lange Sicht gesehen sehr viel davon geöffnet wird in Livestreams, aber auch natürlich privat, weil viele Leute dieses Set haben wollen. Es wird in der Rotation mehr Sachen kommen, davon bin ich überzeugt, aber es ist definitiv ein Set, das sehr viele schöne Karten hat und auf das ich mich persönlich sehr freue. Wer aber sich jetzt schon einige Sachen sichern möchte, da kommen wir gleich dazu. Bei Cards of Fun haben wir weiterhin noch die Möglichkeit für 124,99 € Pokémon Twilight Masquerade, das Booster Display zu bestellen. Da würde ich, wenn ihr könnt, auch nochmal zuschlagen. Ihr seht, alles andere ist bei Cards of Fun mittlerweile weg. Wir kommen nun zu Crazy Cards. Da gibt es einen kostenlosen Versand ab 250 €. Und du hast hier nochmal die Möglichkeit für 19,95 € angepriesen, waren sie für 18 € und ich glaube 85 Cent. Die sind nur noch für 19,95 € zur Verfügung. Aber da könnt ihr nochmal an die Tins ran mit der schönen Promokarte und mit 4 Boostern. Bei Mighty Cards gibt es Scarlet und Waldhund 51, die Elite Trainer Box nicht mehr. Seht ihr, ich hatte das erst noch vor kurzem drin, jetzt ist sie weg. So schnell geht das Ganze, es ist unglaublich. Aber bei Games Island bekommst du noch das Greninja EX mit der wunderschönen Promokarte für 24,99 €. Wer die noch nicht hat und sich das noch mit zulegen möchte, wir wissen, da ist Shrouded Fable mit dabei. Das braucht man nicht unbedingt. Vielleicht wird das Set ja so underrated, dass es irgendwann mal zu horrenden Preisen geht, weil das niemand kauft. Wir wissen es nicht. Aber das Greninja ist absolut eine Kaufempfehlung. Bei Games Island geht es weiter. Noch auf Lager haben sie das englische Display Stellar Crown
für 104,99 €, wer da das noch braucht. Das gleiche ist mit Temporal Forces, auch 104,99 €. Sonst finden wir da, das einzige was noch mit da ist Paradox Rift für 99,99 €. Absolut top, wie es auch schon mit dabei steht. Schaut es euch an. 99,99 € von früher 139. Auch da sind so viele schöne Karten mit drin. Das Set wird bestimmt auch in Zukunft nochmal nach oben gehen. Jetzt kommen wir zu einem Angebot, was ich das billigste Angebot gefunden habe, das momentan noch zu bestellen ist. Ich hoffe, wenn das Video online ist, habt ihr noch die Möglichkeit, da nochmal zuzuschlagen. Prismatic Evolutions Mini-Tin Display für 74,99 €. Wenn du 4 Displays kaufst, sind das 72,49 €. Das denken alle, was? Für 10 Tins, so wie es ja eigentlich ist, aufgepasst. Hier sind es nur 8. Allein die Tins als solche sind absolut sehenswert und das sollte man sich vielleicht überlegen, da zuzuschlagen. Aber wie gesagt, da wird bestimmt noch einiges auf den Markt kommen. Auf jeden Fall ist das jetzt ein sehr guter Preis. Da bist du nämlich unter 10 €, knapp an die 9 € pro Tin. Das bekommst du sonst später nur vielleicht bei Rossmann im Ausverkauf. Wir kommen zu Pokevirt. Pokevirt hat noch Stellar Krone Top Trainer Box auf Deutsch für 37,99 €. Absoluter Spitzenpreis. Bei Pokevirt kannst du auch nochmal den Code benutzen. Schau einfach nochmal in der Beschreibung nach. Da habe ich dir alle Codes und alles verlinkt. Da kannst du nochmal fündig werden, wenn du nochmal ein paar Euro sparen willst oder irgendwie noch dann separate Booster nochmal mit dazu bekommen willst. Jetzt kommen wir zu den Tins nochmal. Pokevirt hat eben diese Tins, aber nur noch Articuno aufgepasst, also nur noch Arctos des Galactus für 17,99 €. Das ist eben auch ein sehr, sehr guter Preis, den du nicht verpassen solltest. Wir kommen zu den Poke-Geodudes, denn die haben, Stellar Miracle für 38,99 €. Du sammelst bei den Poke-Geodudes Bonuspunkte, die du dann später in einen Wert umwandeln kannst und dann dadurch wieder nochmal Geld von deiner nächsten Bestellung zurückbekommst. Da immer wieder vorbeischauen. Wer einem Shop treu bleibt, kann natürlich auch da viel Geld ansparen. Ist sofort verfügbar, 38,99 €. Ist ein super Preis, um da nochmal vielleicht das Terrapagos EX auf Japanisch zu ziehen. Wo wir gerade bei Japanisch sind, kommen wir doch zu Yonko TCG. Yonko TCG haben noch das 151er Display für 89,95 €, aber auch noch Lost Abyss für 79,95 € und das ist der billigste Preis. Auch bei Card Market bekommst du das Ganze nicht günstiger. Ich glaube, es gibt einen aus dem Ausland für 75, aber dann geht das Ganze auch bei 80 € los. Außerdem haben die Super Electric Breaker, also das neueste Set mit dem Pikachu, das ja momentan auch einfach nur komplett durch die Decke geht. Leute, lasst euch von den Preisen momentan bei Card Market nicht beirren. Da wird definitiv noch eine Entwicklung stattfinden. Ob sie nach oben geht oder nach unten, wir wissen es nicht. Aber momentan, wenn du auf Card Market guckst, gibt es von den Karten vielleicht nur 30, 40, 50 Stück, die angeboten werden. Überhaupt erstmal auf ganz Card Market. Deswegen, wenn du frühzeitig an diese Karten drankommen willst, ich sage, lass den Ganzen immer 1, 2 Monate, bis genug Leute die Möglichkeit bekommen haben, überhaupt an diese Karte ranzukommen. Dann hast du auch die Möglichkeit, einen realistischen Preis zu sehen und dann siehst du auch die Preisentwicklung, wie es da weitergeht, vor allen Dingen, wenn man genau weiß, wie die Pullraten sind. Was jetzt auch bei Yonko TCG möglich ist, ist ein Pre-Order von Terrestrial Festival EX, von dem Sonderset auf Japanisch, wo eben genau diese Pokémon mit dabei sind. Für 59,95 € ist das für ein Sonderset ein guter Preis. Auf jeden Fall die Verfügbarkeit ist da. Das heißt, den kannst du dir in den Warenkorb legen. Wir kommen noch zu den Kartenpiraten. Und auch bei den Kartenpiraten, Leute, habt ihr die Möglichkeit, genauso wie es jetzt eben war, für 79,95 € die Prismatic Evolutions Mini-Tin Display zu bestellen. Auch hier steht es 8 Mini-Tins. Das heißt, passt bitte da ein bisschen auf. Das heißt, du kommst da auf einen Preis von 79,95 €. Wir kommen zum letzten. Bei Industrial Illusions bekommst du Pokémon Go, die Radiant Eevee Premium Kollektion auf Englisch
für 28,99 €. Wer nochmal zu Pokémon Go ein paar Sachen aufmachen möchte, da bist du bei insgesamt 8 Boostern. Das heißt, kommst du hier auf einen super guten Packpreis. Außerdem haben sie auch noch die Karmesin und Purpur, das Build and Battle Stadium aus dem Base Set auf Deutsch für 45,99 €. Auch das, wie ich finde, ein sehr guter Preis für 11 Booster und natürlich den kompletten Inhalt mit 121 Sammelkarten, Energiekarten, die Schadensmarken und so weiter ist da alles mit dabei. Zu guter Letzt kommen wir noch zu Amazon. Bei Amazon gibt es die Amazon Exclusive Booster Bundle von Karmesin und Purpur Paradox Rift. Momentan im Sale für 26,29 € für 6 Booster ist das ein sehr guter Preis. Sie haben auch noch andere Booster Bundle, die nur exklusiv bei Amazon zu kaufen sind. Auch da habe ich dir den Link mit in die Beschreibung gepackt. Jo Leute, das war's vom Video. Vielen lieben Dank für euren Support mit über 100 Abos. Vielen herzlichen Dank. Das kommt von hier an euch. Ein ganz großes Dankeschön. Wenn ihr Bock habt auf ein Opening, ich bekomme morgen auf jeden Fall auch nochmal 2 Booster-Displays rein von Stürmische Funken. Wenn ihr Bock habt auf ein Opening, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video zu sehen. Ich bin's, euer Cyberrit.